Nach einer Nacht im Auto und dem obligatorischen Kaffee starte ich in den Tag. Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. Mehr als ein Jahr habe ich mich mit aus der Bewirtschaftung genommenen Wäldern beschäftigt. Das Ziel, 5% der Wälder nicht länger forstlich zu nutzen, wurde insbesondere von der Forstverwaltung stark kritisiert. Ich bin im Gebiet des Forstamtes Bad Salzungen. Försterin Antje Jaski zeigt mir hier ihr Revier, in welchem eine bestehende Naturwaldparzelle in die 5% Waldkulisse integriert wurde. Also wir waren zwar teilweise mit im Boot, wir durften Vorschläge machen, also wir sind erstmal mit einem Vorschlag konfrontiert worden, mit einem riesengroßen Flächenvorschlag, der einem natürlich erstmal als Förster nur so einen Aufschrei hervorlockt. Wir durften dann Gegenvorschläge machen, aber eben wirklich mit der Prämisse, muss Verbindung zur alten Naturwaldparzelle haben. Es fällt einem dann schon schwer zu sagen, okay, ich verzichte. Ich hätte andere Vorschläge machen können in dem Revier, wo auch die forstliche Bewirtschaftung nicht unbedingt Sinn gemacht hätte oder Sinn macht. Hatte allerdings keine Verbindung zur alten Naturwaldparzelle, war da so hinfällig. Also wir sind auf dem Prozess ein bisschen außen vor gelassen. Wir durften einmal Vorschläge machen, aber die Umsetzung war, sagen wir es mal so, etwas holprig. Doch trotz der großen Kritik aus dem Forst stellt Frau Jaski das Vorhaben nicht gänzlich in Frage. Grundsätzlich finde ich die Idee, Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen, jetzt nicht schlecht. Grundsätzlich ist es sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, um den Ablauf natürlicher Prozesse zu beobachten. Setzt für mich allerdings auch voraus, dass wirklich auch mal bei der Ausweisung von so Naturwaldparzellen mal eine Erhebung gemacht wird, ein Stand, um einfach mal auf den Stand zu kommen, was ist jetzt da. Und dann natürlich, dass auch kontinuierlich begleitet wird in den nächsten Jahren, um die Entwicklung zu dokumentieren, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt vermisst. Das fehlt mir ein bisschen. Mit dieser Kritik trifft Frau Jaski auch bei mir einen wunden Punkt. So wurde uns vom Biosphärenreservat Rhön zum Beispiel ausdrücklich eine wissenschaftliche Datenerhebung mit anschließender Umweltbildung in ihrem Gebiet mit haarsträubenden Ausreden untersagt. Auf einen Einspruch vor Gericht verzichteten wir. Auch die Bitte um finanzielle Unterstützung unserer wissenschaftlichen Arbeit in ganz Thüringen lief bei der oberen Naturschutzbehörde Thüringens völlig ins Leere. An dieser Stelle nicht zu resignieren und trotzdem weiterzumachen, war in diesem Projekt nicht immer leicht. Gerade bei den immensen Herausforderungen, vor denen unsere Wälder momentan stehen, wäre das Ziehen an einem Strang doch deutlich sinnvoller, als sich Steine in den Weg zu legen. Die durch den Klimawandel verursachten Schäden haben mittlerweile ein riesiges Ausmaß angenommen. Was hier aussieht wie schneebedeckte Bäume, sind in Wirklichkeit abgestorbene Fichten. Extreme Wetterereignisse mit geringen Niederschlägen und hohen Sommertemperaturen bei gleichzeitig hohen Sonneneinstrahlungen führten zu einer erheblichen Vitalitätsschwächung der Bäume. Dieser Trockenstress brachte die Waldökosysteme Deutschlands an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit. Die Fichte, welche einen hohen Wasserbedarf hat, ist von den starken Schädigungen besonders betroffen. Diese haben sie anfälliger gegenüber dem Borkenkäfer gemacht. Gerade in Monokulturen hatte er bei den starken Vorschädigungen leichtes Spiel, was zum großflächigen Absterben ganzer Bestände führte. Während Borkenkäferschäden vor allem bei der Fichte sichtbar wurden, macht sich die Bodentrockenheit auch bei vielen anderen Baumarten bemerkbar. Was bei den in vielen Gebieten vorherrschenden Fichtenmonokulturen zum Teil erwartbar war, hat bei der Buche als eigentlich konkurrenzstarke Art dann doch überrascht. Hohe Temperaturen und geringe Niederschläge verursachten Trockenstress, welcher zu erheblichen Schädigungen führte. Zusätzlich verursachten hohe Sonneneinstrahlung einen Sonnenbrand an der Rinde. Diese durch Trockenheit vorgeschädigten Buchen wurden nun durch verschiedene Pilze befallen, was ein Absterben auch großer alter Bäume zur Folge hatte. Zu erkennen ist die sogenannte Buchenvitalitätsschwäche zunächst an einem Verlichten der Krone. Dabei geht das Feinreisig verloren und es kommt zu einem verfrühten Laubfall, bei welchem schon im August oder September die Blätter braun werden und abfallen. Ein Austrieb in den kommenden Jahren bleibt aus, bevor der Baum ganz abstirbt. Bei stark betroffenen Bäumen sind Absterbeerscheinungen innerhalb von einem Jahr möglich. Wir erleben jetzt den 3. Sommer in Folge ein Extremjahr, eine Extremsituation. Und es ist manchmal schon sehr schwierig, dass man
nur als Beispiel jetzt mal auf der einen Wegseite jetzt gegen den Borkenkäfer kämpfen soll und auf der anderen Wegseite soll man den Wald halt einfach so beim Sterben zugucken, ist für das Försterherz schon manchmal schwierig und ist natürlich durch die Randeffekte, die damit verbunden sind, der Käfer hält sich ja nicht an irgendwelche Grenzen, der bleibt ja nicht da, nicht unbedingt einfach. Wir haben meiner Meinung nach momentan eine Riesenmöglichkeit, ganz viele Sachen auszuprobieren, von der normalen Pflanzung über einfach mal Sukzession beobachten, ob da was läuft. Das geht in manchen Ecken wirklich gut, in manchen funktioniert es auch 10 oder 15 Jahre nach Kyrill immer noch nicht. Momentan geht ja der Ruf dahin, lass doch die Natur machen, die Natur wird uns einen Wald wieder aufstellen, der an alle Eventualitäten vom Klima her angepasst ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich mir angucke, was die Baumarten insgesamt jetzt für Probleme damit haben. Das ist zu kurz gedacht, glaube ich. Und für unsere nachfolgenden Generationen sind wir, glaube ich, wir sind es denen schuldig, dass die auch die Möglichkeit haben, Holz zu ernten. Sicherlich nicht auf der ganzen Fläche, aber man sollte einfach, finde ich, Holz aus heimischen Wäldern, was Besseres gibt es nicht. Also für mich ist der größte Graus, Holz um die halbe Welt zu kochen. Hier gebe ich Frau Jaski völlig recht, doch muss man aufpassen, dass man die Zerstörung von Wäldern außerhalb nicht als Argument gegen die Einrichtung von Schutzgebieten innerhalb Deutschlands nutzt. Im Gegenteil, die Bundesrepublik sollte hier eher eine Vorbildfunktion einnehmen. Hinzu kommt, dass Deutschland laut Statistischem Bundesamt nach wie vor mehr Holz exportiert als importiert. Bevor also der Naturschutz als Sündenbock für Holzimporte herhalten muss, sollte die Forstwirtschaft eigene Exporte überdenken. Wenn also sowieso ein Holzüberschuss herrscht, warum sollte dann nicht auch zumindest auf 5% der Fläche die Forstwirtschaft ruhen dürfen? Hier könnte man die Natur sich selbst überlassen und schauen, welche Baumartenzusammensetzungen mit welchen Eigenschaften sich an diesen Standorten dann etablieren. Andere gehen sogar noch weiter und plädieren eindringlich dafür, auch Schadholz wie die vom Borkenkäfer befallenen Fichten im Wald zu belassen, um so den Totholzanteil natürlich zu steigern und damit nicht nur einen positiven Effekt für Pilze, Käfer, Bakterien und andere Tiere, als auch eine höhere Wasserspeicherung und damit Kühleffekt des Waldes zu erreichen. Dazu müssten für die betroffenen Waldbesitzer Anreizkompensationen geschaffen werden, damit diese das Holz im Wald belassen. Gerade naturnahe Wälder haben eine größere Widerstandskraft gegen die Folgen der Klimakrise. Sie speichern mehr Kohlenstoff als degradierte und bewirtschaftete Wälder in vergleichbaren Regionen. So leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Frau Jaski würde meine stark durch den Naturschutz geprägte Meinung, da bin ich auch ganz ehrlich, höchstwahrscheinlich nicht in allen Punkten unterschreiben. Dennoch habe ich sie als wirklich tolle Vorzeigeförsterin eigentlich kennengelernt, mit welcher man noch sachlich Argumente austauschen und diskutieren kann. Und mich hat schlussendlich ihre sehr ausgewogene Meinung überrascht. Und deswegen klang auch ihr Schlusswort für mich vielleicht nicht nur nach einem Appell für die Forstwirtschaft, sondern auch als Aufruf an die eigene Zunft, etwas zu verändern. Mit ein bisschen Sensibilität kann man auch bei normaler forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung ganz, ganz viel für Natur- und Artenschutz tun. Gut, Dankeschön. Dann macht was draus. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.